So, liebe Leute, wir sind wieder zurück. Wir sind motiviert. Und Nia, unsere Justizministerin, möchte darüber sprechen, dass wir die jungen Sorten verboten haben. However much their political aims might differ from our administration's, surely you must agree that freedom of expression must be protected at all costs. Und Chiara ist derselben Meinung, die Bildungsministerin. Miss Morgner is right. Nia flashed her in an appreciative smile. I myself strongly disagree with the young sword's politics, but even I believe that. She broke off as she noted that Lucian, Simon and Joseph were looking at her and Nia in stony silence. Let's leave the extraneous chit-chat for afternoon tea. Chiara shot a pleading look at Lileas, who merely pursed her lips disapprovingly. Och Mann, Razor, geh weg. Brauch dich nicht. Warum ist das überhaupt aktiviert? Ich hab das doch beendet. Weg mit dir, so. Also. Call separate meeting. Ja, wir können da in einem... Boah, klar, wenn sie das so sehr bedrückt, dann werden wir da nochmal gerne in einem gesonderten Treffen drüber sprechen, aber nicht jetzt beim Budgettreffen. Simon started loudly shuffling some documents around. All eyes turned to the Minister of Economy. Wir nicken ihm mal zu. Today is a big day. We must prioritize our spending wisely in order to achieve the goals we set as a government, while maintaining enough political support, if I may add. Promises were made during the election. There are three options regarding the budgeting of the four main branches of the government. It's either we increase, maintain, or decrease the funding. Increasing will result in an improvement of the branch, which will unlock new policy options. Maintaining will keep the funding, resulting in no visible change. Decreasing causes a loss of efficiency in that branch. Wird der private Sektor uns unterstützen? Moving away from big government is the right choice. The problem isn't the amount of money, it's how efficiently we spend it. Ja, also es gibt ja die Theorie, dass Staaten eigentlich quasi endlos Geld haben und produzieren können. Zumindest auf dem Papier. Can we rely on private sector? Wollen wir das? Das ist so ein Check, ne, ob die uns unterstützen, aber im Grunde wissen wir, dass sie es eigentlich, also ja, sie finden es gut, dass wir die freie Marktwirtschaft wollen, aber ansonsten sind wir nicht so auf besten Freundschaftskurs mit denen. Moving away from big government is the right choice ist nicht die richtige Antwort, die wir geben wollen. Wie effizient wir das Geld ausgeben. Ja, nehmen wir mal 3. It's true that many of our policies could be far better implemented. Our welfare systems are full of issues that need to be addressed, for instance. We have to be careful as to what we fund, so we have resources remaining for another investment project. Wir haben ja jetzt schon kein Geld mehr. Die kritischen Bereiche priorisieren, die Wahlversprechen einhalten. Reduction of funding can help fund investment projects. Ja, 2 und 3 sind natürlich wahr. Ja, im Grunde sind alle wahr, aber
die Versprechen. Oder wir reduzieren das Geld in manchen Bereichen. Ich schaue zur Armee. Und damit bezahlen wir Investmentprojekte. Ich meine, er will doch sowieso statt einer Wehrpflicht will er eine Berufsarmee, ne? War doch so, glaube ich. Von daher kann man da vielleicht ein bisschen Geld rausnehmen. Und es ist natürlich sozusagen die überfrachtete Armee eigentlich der Diktatur immer noch. Gerade schauen nach den Frames. Ja, da sieht alles gut aus jetzt. Okay. Reduction. Ich meine, wir gehen mal mit den Versprechen. Das ist das Unverfänglichste eigentlich. As much as we realistically can. If we fail at improving our economy, the promise don't mean much. Yeah. Before we begin our discussion, there is one more thing that I want to voice my opinion on. As we manage the government budget, we are obviously able to go into debt to invest in different branches. Although debt is a possibility, under these circumstances it would dent our financial system, worsening the economic crisis if we push it too far. Also Staatsschulden sind eine Option, weil, wie gesagt, wir haben halt einen Punkt, den wir vergeben können, der wird aber nicht reichen, um all die Änderungen, die wir durchsetzen wollen, auch zu realisieren. So, Lucian, a point from me as well to everyone before the discussion. Given the current state of the country, the economic situation is a political priority, more so than ever. This budget will also be applicable to our entire term. It is very critical that we plan correctly. Let's begin then. Which branch should we discuss first? Ja, sprechen wir doch mal über das Militär. What's there to hear about? I already voiced my opinions. Romberg is coming, whether we like it or not. If not this year, next year. If not next year, the year after. Ja, irgendeinen Feind gibt's immer, ne? Mr. President, you and I have a shared responsibility to protect this nation from its enemies, and I intend to do so until my last breath. I will say this with certainty. If Romberg doesn't make a move against Sordland in 2 or 3 years, my name is not Josef Lancia. Ja, das haben auch schon andere gesagt. Josef was beginning to lose control of the volume of his voice. There can be no argument against increasing the budget for our army when there is an enemy on our doorstep, waiting for us to make one wrong move. Anyone who thinks otherwise is a fool. Mr. Lancia. Right, pardon my theatrics, sir, but this is a serious matter. The future of our country is up to you, Mr. President. Well, here's an argument. The armed forces does nothing but eat away financial resources destined for our people while stoking fears for an upcoming war. The issues with Romberg can be solved diplomatically. What kind of a message are we sending to them and the whole world if we suddenly start to ramping up our military budget? That we are ready to defend our nation. Exactly. Ja, die Bedrohung aus Romberg scheint real zu sein. Sie versammeln Truppen an der Grenze, sie investieren in die Destabilisierung der Nation, haben wir durch die Waffenlieferung gesehen. Sie haben einen der 3 diplomatischen Außenposten, nämlich eines der Konsulate, abgezogen. Aber meiner Meinung nach können wir nicht in einer Rezession Geld in die Armee pumpen. Das geht nicht. Also, es gibt eine diplomatische Lösung. Sprechen wir über Law Enforcement, Sicherheitsapparat. I would like to have an increase in the funding of law enforcement to increase the size of the police force and raise salaries. We have so many internal threats to tackle and I'm already stretching my units far too thin with the limited resources allocated. Nia cleared her throat. Law enforcement is certainly a high priority. However, I feel tackling internal corruption is of far higher importance than increasing our police presence. Directing the funds to my department would solve the problem at its root. If corruption is still rampant, all the police in the world won't help us.
We need a specialized anti-corruption police unit, which we could create if the funds were directed to me. I agree with Miss Morgner's Chiara. We should not reward a structure that is responsible for an ever-increasing number of human rights violations. Additionally, corruption is the reason of our government inefficiencies. It needs to be tackled. Und natürlich, die konservative Lileas ist anderer Meinung. The police are there to serve and protect the people of Sordland. And that is exactly what we are doing. More funding will allow us to take care of our police forces. It is quite a simple choice, given the current status of the country. Gut, es gibt eine Reihe politischer Unruhen, das muss man mal so sagen. Also, ich stimme eher Nia und Chiara zu. Und ich denke, das Korruptionsproblem ist tatsächlich ein großes Problem. Vor allem, weil die ja auch, haben wir ja schon gehört, zum Teil mit den jungen Sorten zusammenarbeiten und so weiter. Und es zeigt halt auch, dass die Regierung einen Wechsel will, mit einem Bruch mit dem alten System, eine wirkliche Veränderung. Also Korruptionsbekämpfung. Sprechen wir über die Gesundheitsversorgung. Our healthcare system is vast and provides free services to most of our citizens. However, the quality of our health services is far worse in low-income and rural areas. Therefore, I think we should receive more funding to address this disparity. I agree. I have recently begun an investigation into healthcare in Nabel, and the numbers are not good. If we don't increase spending on health services, we at least need to maintain it. Otherwise, we are putting lives at risk. We have just started a new analysis on what would happen if a pandemic struck Sordland. Wie passend. According to the results, if our healthcare facilities remain in their current state, the death toll would be unimaginable. I'm not even talking about the damage to the economy. This is a matter of life and death, Mr. President, and should be treated as such. Welch ein Zufall, genau. Very worrying. On top of what Pascal said, we need to remember that we promised to focus on healthcare during our election campaign. Ja, das stimmt. We should try to fix whatever we can. That's only true if a pandemic happens. Wann passiert das schon mal? Huh? We need to improve. We should... Also, we need to follow through with our promise. Das heißt, wir verbessern das Gesundheitswesen. Das ist besorgniserregend. Wir sollten alles tun, um das zu beheben, das Problem. Das heißt, wir verbessern das Gesundheitswesen. We need to improve our healthcare. What else are we here for? Das heißt, wir verbessern das Gesundheitswesen. Wollen wir das Gesundheitswesen verbessern vielleicht? Frage ist nur, mit welcher Option? Ich würde mal sagen Nummer 4. What are we here for? Und Bildungssystem. Our education system is lacking not only in funding but also in modern curricular principles. Our outdated curriculum is wasting our youth. That is the reason why I advocate two things: an increase of the budget to improve access to education in rural areas and a new education reform. To be honest, Sordland is lacking compared to Acacia and United Contana when it comes to education levels. The backbone of any country is its people, and we need to protect our future. We need to ensure the new generation is as well educated as their counterparts in more modern countries. Lileas hält nichts davon? Nonsense. Sordland is still here because of this very system that you insult. How can you insult a system that teaches our sons and daughters the principles of national identity and pride? Ja, sie ist natürlich konservativ solistisch eingestellt. We won't be compared to other countries. Sordland is Sordland. I agree. Sordland is Sordland. Sordland is Sordland is Sordland.
Time to invest and enact reforms. Wir brauchen demokratische Bildung. Und überhaupt eine breitere und bessere Versorgung mit Grundbildung. Very good. Talking points from everyone. Well then. The time to make a decision on the budget has come. Consider it with care, Mr. President. Simon placed a stack of papers on my table. Ja, und jetzt müssen wir wie schon bei der Verfassungsreform jetzt hier durchgehen und sagen, wollen wir beim Level bleiben, wollen wir mehr investieren oder wollen wir das Budget verringern? Upon selecting one of the options below, you will sign an irreversible order. There will be no going back this time. Aha. Okay. Jedenfalls haben wir ja bei dem Treffen zu Bildung und Gesundheit gehört, dass die Mütter- und Kindersterblichkeit mega hoch ist. Und jetzt haben wir gehört, dass wir also auch generell irgendwie große Probleme haben. Deswegen würde ich sagen, den einzigen Budgetpunkt, den wir haben, stecken wir schon mal da rein, das Gesundheitssystem zu verbessern. Das fördert auch wiederum die politische Stabilität. So kann man es ja auch sehen. So, Bildung. Also, wir haben ein sehr robustes allgemeines Bildungssystem. Aber zu wenig Schulen, zu wenig LehrerInnen und eine sehr nationalistisch-patriotische Ausrichtung in der Bildung. Also erhöhen wir das Budget und setzen Reformen um. Was dazu führt, dass wir Staatsschulden machen. Enforcement. Ja, jetzt ist die Frage, wenn ich hier bei Law Enforcement investiere. Judges are barely keeping up with the backlog. On the other hand, the police are overburdened. Ist da jetzt die Korruptionsbekämpfung mit einbegriffen? Ich behalte das mal bei Militär. The Armed Forces is one of the most respected branches of the government. Ups. Und natürlich Brutboden der Konservativen. Zumindest hier, weil es das Erbe sozusagen der Militärdiktatur ist. Wir nehmen ihnen Geld weg. Das wird Josef überhaupt nicht gefallen. Aber das ist schon alles, was wir machen können. Dann müssen wir bei Law Enforcement, glaube ich, investieren, oder nicht? Sehe ich das jetzt gerade falsch? Ja, ich glaube, ich sehe es falsch. Ich glaube, es geht um die Polizei primär hier, oder? Law Enforcement. Das andere wäre ja Justiz. Also Gesundheit, investieren. Bildung, investieren. Polizei bleibt gleich. Also verringern können wir uns da nicht erlauben. Militär wird verringert. Du meinst, es geht um die Korruption hier? Law and Enforcement. Garantiert. Bin mir da nicht so sicher. Warte mal. Oder damaging the rule of law.
Court Backlog. Causing Delays. Ja, da geht es schon um Gerichte, ne? Ja, da gibt es vielleicht ein paar Unruhen. Ja, Nia wollte die Antikorruptionspartei, Polizei. Aber sie hat gesagt, also das sind ja zwei unterschiedliche Forderungen. Lileas, die Innenministerin, will mehr Geld für die Polizei. Also Law Enforcement. Und Nia, die Justizministerin, die will stattdessen Geld fürs Justizsystem und eine Antikorruptionseinheit. Und jetzt ist das alles hier in 4 Punkte zusammengefasst. Das verwundert mich so ein bisschen. Oder halt in diesen einen. Increased crime, lawlessness and new wave of immigration has pushed many elements of the law enforcement to their limits. Da geht es doch um Polizei. Law enforcement ist doch immer Polizei. Primär. Judges at courts are barely keeping up. On the other hand, the police are overburdened. Da geht's, es geht um die Polizei. Ich bleibe hier bei 0. Das heißt, unterm Strich haben wir in dem Sektor, in den 4 Sektoren quasi einmal investiert, weil wir von der Armee was weggenommen haben. Ich glaube, so ist es gemeint. Einfach investieren. Nee, mehr Polizei brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht noch mehr korrupte Polizei. Are you sure? Wenn ich es richtig verstehe, dann ja. I had finished allocating the government budget to the satisfaction of some cabinet members and the dismay of others. They and I knew this would define a significant part of our term. It looks like we have a balanced budget with no deficit or surplus. Not bad at all. Agreed. Well then, let's start with law enforcement. Lileas leaned forward and put her hand on her chin. Nia was looking down at the floor. Es ging tatsächlich um beides? Oh no! Ich dachte, das ist nochmal eine extra Entscheidung. I'm not sure what we'll be able to do if the budget doesn't change. I trust you to push the Ministry of Interior and Justice forward. Ja, jetzt können wir das auch nicht mehr ändern, ne? Oh, das hätten wir mal ein bisschen deutlicher machen können, finde ich. Okay, schade. Ja, da hätte ich mal auf Ninja hören sollen. I trust you to push forward. Our efforts will be on maintaining order. Here I was thinking the Rayne administration would be on the side of law and justice. Ja, bin ich doch. Nein. Ich wollte doch gerade sie unterstützen. Amentos, grüß dich. Chiara was eager to comment. The increase of funding is very welcome. We can finally go after some comprehensive improvements by building new schools and improving the education system. Surely a well-funded and large Ministry of Education would benefit everyone. Das findet sie immerhin auch gut, ja. Toll. Our future depends on our children. Education is the first step in the fight against ignorance. Direkt neu laden. Nee. Also das ist halt super ärgerlich, weil ich es halt so nicht gewollt habe. Aber naja, jetzt ist es halt so.
Education is our future. Your expertise should enable you to make the necessary changes. Ja, wir vertrauen dir. We will be able to achieve my grand goals with these new budgetary resources. The military is next. Kiara clearly wasn't finished but didn't interject. Joseph chimed in. This is a disgrace. Rumburg is at our doorstep and the armed forces already have a laundry list of problems. This was a grave mistake that we will surely pay for in time. Lucian seemed as if he was about to say something, but looked down at his notepad when Joseph eyed him. Priorities have changed. Ninja, mach's gut. Schönen Abend ebenso. Mit deinem Talent. Ja, mit Talent und Erfahrung wirst du das schon lösen, das Problem. It will be harder to do so, but I shall find ways. It is my duty. Joseph leaned back in his chair. Let's hear from Mr. Bennywell. Thank you, sir. This health budget increase will help me to focus on improvements. Our people will now be safer than ever. I'm also planning to tackle issues like the lack of rural hospitals and the recently worrying numbers of maternal death. Welfare must remain priority for our term. There is no other way around it. It will improve drastically. It feels invigorating to have the weight of the government behind my cause. That covers all branches. Each minister will approach you with their respective policy requests and expectations over the next year. Thank you for your time and participation in this significant moment. The meeting is concluded. Don't forget that we are a team. Nimm's nicht persönlich. I appreciate your time and effort, sagen wir mal. The ministers bid their farewell, some excited, others dejectedly. The cabinet slowly dispersed out of the White Room. The budget for our term was concluded. Oh Mann, das kann echt jetzt ein Riesenproblem auch für die Verfassungsänderung sein, ne? Uff. Big Uff. So. Haushalt. After a marathon 18 hours of negotiations, the Sordish governmental budget of the current term has been finalized. The government envisages spending around 27 billion Sordish Ren next year, almost 60 billion more than this year. The 45 budget sees a major increase in welfare funding. The Ministry of Education and the Ministry of Health, two of the smaller ministries in Sordland, will see the budget grow more than expected, which will especially improve the quality and the accessibility of welfare service around the nation. Mrs. Walder and Mr. Bennywell have expressed their gratitude for the increase in the welfare budget, saying that this increase will help everybody. Rayne ignores the security threats. Ja. As political rivalries are sweeping the globe and the Rumburg expansionism becoming a real danger, Sordish General Staff officials have scrambled to adjust everything from basic training to army deployments to prevent the outdated military equipment from taking a lasting toll on the military's ability to respond to adversaries. But the current economic recession in Sordland, as well as the political crisis, have proven to be yielding a different sort of long-term impact on the military, one outside the Sordish General Staff's ability to control, a reduction in military spending resulting from the country's economic meltdown. President Rayne has already approved the reduction, despite the circumstances, adding further fuel to the fire. President Anton Rayne's proposed defense budget requests only the bare minimum, which is 25 billion Sordish Ren less than the spending that was initially requested by the Ministry of Defense. The Grand National Assembly, the Sordish Armed Forces and the Ministry of Defense have criticized the decision of the President.
This is a very concerning development that poses high risk for the independence of our nation. Das heißt, wir können, das kostet uns wahrscheinlich auch bei den Konservativen in der eigenen Partei wieder Stimmen. Eieieiei. So, es gibt eine neue Meldung hier. Achso, weil wir die Änderungen gemacht haben. The military combat readiness has decayed substantially, reducing reaction times, deployment capability and operational effectiveness. Das militärische Personal ist auch nicht glücklich darüber. Das ist schlecht. Okay, aber das Gesundheitssystem wurde entlastet. Wir haben einen Statusbericht vom Reformkomitee. Lucian Galate reported that so far they've been able to get in total 87 signatures behind the proposal. Efforts are underway to increase the support. Ja, wir brauchen doppelt so viele Leute. Doppelt so viele. Und zwar so schnell wie möglich. Puh.